Flirten auf Deutsch? Geht das überhaupt? Das kommt vielleicht darauf an, wie man Flirten definiert. Es kann sein, dass die Deutschen im Allgemeinen das anders sehen als du. Das werden wir uns zuerst anschauen. Aber keine Sorge, danach kommen Phrasen und Sätze, die euch helfen können. Die Deutschen sind nicht unbedingt bereit, mit Fremden zu sprechen. Smalltalk fällt ihnen auch nicht so leicht. Auch kitschige Witze oder Komplimente sind nicht unbedingt in Deutschland angebracht. Ehrlichkeit ist eine Eigenschaft, die die Deutschen sehr schätzen. Also bleibe in deinen Gesprächen möglichst ehrlich und zeige echtes Interesse an der Person. Das kann erstmal verwirrend sein, aber das Gute ist, dass die Deutschen selbst ja direkt und ehrlich sind. Das heißt, wenn sie also weiter mit dir reden und Fragen stellen, heißt das normalerweise, dass du und deine Antworten sie wirklich interessieren. Sie machen das nicht nur, um höflich zu sein. Noch eine häufige Frage, die ich bekomme, ist, wann und wo wird in Deutschland geflirtet? Tatsächlich nicht so viel in Kneipen. In meiner Heimat wird in Kneipen oft gerne mit Fremden gequatscht. In Deutschland würde ich sagen, ist es viel eher so, dass Leute mit Freunden hingehen und es nicht vorhaben, sich mit anderen Freundesgruppen zu mischen. Natürlich geht es mit Freunden von Freunden, wenn man in der gleichen Gruppe ist. Aber man geht nicht einfach so zu einer fremden Person hin, weil sie süß aussieht. Und sehr wichtig, wenn jemand dich anstarrt, zählt das normalerweise nicht als Flirten. Die Deutschen gucken andere einfach so an. Das muss nichts bedeuten. Bevor wir uns den spezifischen Phrasen zuwenden, hier erstmal die Grundlagen des Flirtens. Erstens, Selbstbewusstsein. Der Schlüssel zum erfolgreichen Flirten ist Selbstvertrauen. Egal welche Sprache ihr sprecht, Selbstbewusstsein kann euch dabei helfen, eine positive Ausstrahlung zu haben. Zweitens, Lächeln. Ein einfaches Lächeln kann Wunder wirken und ist universell verständlich. Trotzdem würde ich sagen, dass die Deutschen ein bisschen weniger doll lächeln als manche. Zum Beispiel, wenn man die Deutschen mit den Amerikanern vergleicht. Eher nicht so. Drittens, Augenkontakt. Augenkontakt kann Interesse zeigen und kann helfen, eine Verbindung herzustellen. Die Deutschen lieben Augenkontakt. Viertens, Themenwahl. Halte bestimmte Themen wie Religion, Geld, Politik und so weiter erstmal zurück. Sprecht lieber erstmal über eure Interessen, Hobbys oder vielleicht sowas wie Reisen. Hier sind einige Phrasen, die ihr beim Flirten verwenden könnt. Für den Anfang muss man erstmal ins Gespräch kommen. Wen kennst du hier? Magst du die Musik? Bist du hier öfters? Das Wetter ist ganz schön heute, oder? Beziehungsweise, das Wetter ist ganz schön scheiße heute, oder? Je nachdem. Du warst lange nicht in der Schule oder im Büro oder beim Training. Was gibt's Neues? Hey, ich bin Chris und du bist? Dann musst du das Gespräch richtig starten. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was ist dein Lieblingsfilm? Welche Serie guckst du zurzeit? Ich würde sagen, in Deutschland ist es wichtig zu versuchen, ein ausgeglichenes Gespräch zu haben. Das heißt, beide reden ähnlich viel.
Man muss also nicht nur gut reden, sondern auch gut zuhören. So kannst du das Gespräch also am Laufen halten. Das klingt wirklich spannend. Wann hast du das gemacht? Das ist ja interessant. Würdest du es auch empfehlen? Das ist ein tolles Armband. Gibt es eine Geschichte dazu? Ich finde, so erst bei dieser Phase, wenn es so weit kommt, machen die Deutschen Komplimente, weil ihnen erst dann etwas auffällt. Hier sind ein paar Beispiele. Du hast ein wirklich schönes Lächeln. Ich mag deinen Stil. Du hast so eine positive Ausstrahlung. Es macht Spaß, mit dir zu quatschen. Ich mag deinen Humor. Wenn es passt, dann kann man versuchen, sich zu verabreden. Hast du Lust, mal einen Kaffee trinken zu gehen? Hast du Bock, Freitag nach der Uni spazieren zu gehen? Kann ich deine Nummer haben? Wenn du ein Treffen verabreden willst, ist es in Deutschland nicht so üblich, beim ersten Date in ein fancy Restaurant oder ins Kino zu gehen. Die meisten gehen viel eher ins Café oder machen einen Spaziergang im Park. Die meisten Deutschen müssen jemanden kennen, bevor sie das Flirten in Erwägung ziehen. Es kann ausreichen, wenn man sich mehrmals im gleichen Zusammenhang gesehen hat. Vielleicht siehst du die Person immer dienstags in der Bibliothek oder im Fitnessstudio zum Beispiel. Die Person muss nur wissen, dass du ein bekanntes Gesicht bist. Die zweite Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, ist, sich vorstellen zu lassen. Wenn du Menschen durch Freunde oder Familie im Arbeitskontext oder in einem Sportverein kennenlernst, dann hast du den Vorteil, Teil einer Gruppe zu sein oder eben vorgestellt zu werden. Wenn du das Gefühl hast, dass die Person dich erkennt, dich vielleicht sogar toll findet oder zumindest weiß, dass es dich gibt, dann kannst du auf sie zugehen und sie ansprechen. Auch im Club wäre es gut, erstmal Augenkontakt herzustellen und einen freundlichen Gesichtsausdruck zu zeigen. Rede dann im Allgemeinen über etwas, das zur Situation passt. Beginne mit leichteren Themen, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Wenn es eine fremde Person ist, dann bleibt es oft erstmal dabei. Man müsste das mehrmals machen, bevor man die Möglichkeit eines späteren Treffens anspricht. Aber Stück für Stück kommst du näher an dein nächstes Date. Jetzt hoffe ich, dass ihr rausgehen und ein bisschen flirten könnt. Vielleicht läuft es beim ersten Mal nicht, wie du es erwartet hast. Auch davon kannst du lernen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir dieses Video bestimmt auch gefallen. Also, bis dann. Tschüss.